Alrighty then und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget mit mir, eurem Basti. Wie geht's euch? Mir geht's so lala. Ich habe mir wieder irgendeinen Effekt von meiner Tochter wahrscheinlich eingefangen. Deshalb jetzt auch wieder zuletzt kein Video und das Allerschlimmste ist, dass ich leider auch so kaputt war, dass ich wieder zu Hause eingepennt bin und jetzt auf all meinen Chars wieder neu anfangen kann beim Daily Login, weil ich nämlich verpeilt habe, gestern zu spielen während des Events, was eigentlich auch Sinn des Videos ist. Sehr, sehr blöd. Gerade auf S41 bin ich jetzt wieder ein Level weiter hinterher. Gegenüber Double B jetzt hier ist jetzt wieder fast 3 Level im Vorsprung. Ja, und wer weiß, wann er wieder das nächste Dings hat. Naja, ist halt so, müssen wir damit leben. Langfristig können wir das ja vielleicht wieder aufholen. Ich wollte euch mal, gerade in diesen Zeiten, wo halt so viel los ist, so viel Content geboten wird, halt auch nochmal einen Überblick bringen bei mir, auf welchem Stand jetzt hier meine Charts sind. Und mein Main-Chart, diesmal fangen wir mal damit an, hat natürlich hier noch ein paar legendäre Items, die ich mal in einem Video umwandeln lassen wollte, beziehungsweise in meinen Account reinsetzen lassen wollte. Bis auf die Schuhe, die ich damals schon eingesetzt habe, sind die anderen Sachen noch älter. Natürlich auch die beiden Waffen. Das wollte ich halt mal in meinem Video machen. Einfach um auch euch dann mal sagen zu können, wie viel Pilze jetzt so ein bisschen umequippen halt so kostet. Und ich überlege, das gegebenenfalls am Wochenende aufzunehmen. Weil wir ja auch durch das Fortress Festivity Event mal wieder nur große Steine finden können. Ja. Ich würde nämlich auch in dem Atemzug ein paar Steine suchen wollen. Ich habe nämlich auf dem Char ja hier im Prinzip nur schwarze Steine und die waren jetzt auch alle nicht mehr ganz so geil. Ne? Also 755 war besser als das, was ich drin habe. Aber jetzt finde ich auch schon deutlich bessere. Ein Stein hatte ich hier mal gefunden, das ist noch kein großer. Ein legendärer Stein 1072 natürlich auch noch mal eine ganz andere Hausnummer. Große Steine über 1100. Damit wir den Char dann mal etwas aufpoliert haben. Also der ist jetzt nicht ganz schlecht, ne? Aber ein paar Werte sind es ja dann doch, die er noch extra bekäme. Und dann halt schauen, ob wir gegen Gimpa gewinnen können. Ne? Andere Dungeons will ich ja nicht machen, haben wir gesagt, in der Schattenwelt. Aber den Gimpa, den wollen wir schon mal schlagen. Ich hatte auch zuletzt hier mal einen Versuch. Also das ist ja ein Berserker, wie ihr mir richtigerweise gesagt habt. Der war auch schon gar nicht mal so schlecht, weil Mark Wahlberg einfach einen fetten Crit rausgeballert hat, ja. Und ich habe hier nur so ein Mini-Crit rausgeballert am Schluss. Also das war ein bisschen unlucky, da habe ich die niedrigste Spanne bekommen. Also sonst hätte man den schon besiegt, aber klar, es lag auch ein bisschen an Mark Wahlberg. Dennoch, wenn wir dann einfach ein bisschen stärker sind, vielleicht fällt er dann auch eher, ne? Das ist so das Ding. Überhaupt sind die Events sehr, sehr interessant. Jetzt ist es natürlich schon Samstag, wo ich jetzt hier aufnehme. Das heißt, ein Tag vom Event ist schon wieder weg, wo ich nichts gemacht habe. Schauen wir mal auf Server 7. Wir haben ja auch Epic Event. Wir haben auch ein Raid. Da war ich jetzt wahrscheinlich nicht dabei, ne? Aber gut. Das Gute ist, ja, bis Raid 44, also 39 bis 44 gehen alle auszuschlagen. Das schafft man das. Auf diesem Server jetzt hier könnte ich das Epic Event nutzen, um gegebenenfalls auch ein paar bessere Items zu bekommen, um dann mal auch einen Level Push zu machen. Und das ist jetzt hier ein bisschen unabhängig von den Steinen, die braucht man dann nicht so sehr dafür, das geht auch so. Man muss natürlich auch noch mal was in die Toilette werfen. Ich habe halt jetzt wirklich einiges nicht gemacht. Das ist ein bisschen schade, aber wir können es halt auch, wie gesagt, nicht ändern. Das ist einer von 2 Servern, wo ich überlegt habe, beim Epic Event jetzt einfach mal zu blättern. Server 7 und schauen wir mal. Ich würde halt immer gerne alles per Video festhalten, aber wahrscheinlich muss man dann irgendwas auch mal nicht per Video machen. Also das ist vielleicht auch mal notwendig. So, wir werden noch infolgedessen einfach mal den Storage noch erweitern. Und auf W50 könnte man das theoretisch auch machen, aber da würde ich sagen, da habe ich auch extra etwas mehr diesmal im legendären
Dungeon gespielt. Die Items habe ich auch schon eingesetzt, auch wenn es jetzt auch nur 3 oder 4 Rounds waren. Hier auf diesem Char würde ich dann auf den nächsten legendären Dungeon warten wollen, beziehungsweise Elevator-Event, wo ich hier Pilze investiere. Wobei man natürlich schon mal Pilze investieren kann, um ein Tränkchen zu suchen. Ja, das können wir schon mal machen. Ich sag einfach reinbammeln. Wird schon was passen. Was ist hier, Gilde? Ach nein. Kosmos. Warum denn? Okay, geht zur Holzfällerhütte. Das kann man noch. Das ist noch okay. Ey, ist ja auch eine schwierige Zeit nach wie vor für die Gilde. Nicht nur jetzt für die Störartigen, weil die Störartigen ja prinzipiell ein bisschen höher gekommen sind, jetzt auch mal Kämpfe gewonnen haben. Dennoch gibt es dann doch wieder auch viel Inaktivität. Aber das trifft ja alle Gilden irgendwo, jetzt auch auf W50, wenn man auch mal Dorsas Video gesehen hat. Die Holzfällerhütte, da ist jetzt halt, wenn dann ein Kosmos halt hochgeht in die Holzfällerhütte, ist es irgendwo auch verständlich. Deshalb, ja, eigentlich wäre es auch sinnvoll, hier vielleicht nochmal bessere Items zu bekommen, den Char nochmal zu verstärken. Doch, die Apex sind schon teilweise älter, ja. Auch nochmal im Level höher zu kommen, aber ich überlege halt hier tatsächlich auch auf dem Char alle Dungeons jetzt nicht zu machen, sondern einfach so quasi so eine Art Dungeon-Pause auch jetzt langfristig einzubringen, um dann irgendwann mal ab einem gewissen Level, ja wahrscheinlich über 500, alle Dungeons zu machen und dann dort im Level zu steigen. Also das überlege ich jetzt auch, das ist ja irgendwie jetzt im Moment angeraten. Es gibt jetzt kein Patent, also es gibt kein direktes Patent, was jetzt sagt, hier, so muss man es machen. Es wird doch einiges jetzt erstmal getestet, ja, was sich dann doch mehr lohnt. Ja, muss ich mir nochmal überlegen. Aber ich sag mal so, auf dem Char habe ich auch zur Not ein paar Pilzchen drauf, um zu sagen, dass wir uns trotzdem halt ein bisschen im Event ausrüsten. Und ja, weil ich nämlich auch nicht weiß, ob man den Wirbelsturm damit reinzählen sollte, so richtig. Das habe ich auch noch nicht ganz ausklamüsert für mich. Ja. Oh, 3 Gratispilze. Yippie. So, ne? Dann gehen wir mal noch auf W54. Dort habe ich im englischen Let's Play okay, das war gerade ein Bug. Erzählt, dass ich auf diesem Char ja kleine Gilden unterstützen werde. Ich bin noch diese Woche oder bis nach dem Wochenende bin ich hier noch beim Dornenreich und ich würde jetzt hier auf diesem Char auf jeden Fall gerne mich mal etwas neu equippen. Das hat eigentlich noch eine höhere Relevanz für mich als Server 7, weil ich hier wirklich auch die größere Stärke brauche des Chars, um in der Gilde alleine noch mehr reißen zu können. Also da geht es jetzt nicht um Raid, sondern da geht es zum Beispiel, ich habe gemerkt, dass ich, so wie ich jetzt dastehe, jetzt noch nicht so mega stark bin, um relativ schnell das Portal in der ersten Etage zu clearen. Und ja gut, wenn ich natürlich nicht angreife, kann ich es nicht machen. Aber auf diesem Server habe ich mich tatsächlich auf der Arbeit angemeldet, auf der App, und habe einen Gildenkampf gestartet und da habe ich auch tatsächlich das Level abbekommen. Ja. Deshalb bin ich hier auch, also es ist lustig, ich bin auf allen Chars gleich, vom Daily Login jetzt, aber das liegt halt daran, weil ich hier tatsächlich das Level Up auch hatte. Also hier habe ich es nicht vergessen. So. Gut, Tränke ist ja auch natürlich dann auch ein Thema, die brauche ich definitiv. Ich habe jetzt zwar meistens keinen Lebenstrank zwingenderweise genommen, sondern einen Glückstrank, weil das ein bisschen sparsamer ist. Aber ja, ne? So. Oh, der war schwach. Das war schwach. So. Ich werde deshalb hier auch noch nicht angreifen. Ja, da brauche ich auf jeden Fall noch mehr Stärke, mehr Level. Das heißt, hier muss ich auch noch mal leveln. Ein paar Level haben wir ja schon allein durch den Wirbelsturm gemacht, damals beim Hexen-Event in dem englischen Let's Play. Und dann werde ich nach dem Wochenende, also im Laufe der kommenden Woche, eine neue Gilde beitreten und die halt auch wieder versuchen, bestmöglich zu unterstützen. Wir haben jetzt hier bei der Gilde definitiv halt schon 12 Raids gemacht. Den ersten Raid hatten sie gemacht, ohne mich. Und dann, also Murdoch hat halt auch ein bisschen gelevelt. Ich sehe jetzt auch, dass Ux gelevelt hat. Also klar, die sind da auch ein bisschen stärker geworden.
Ich denke, wir schaffen noch 2, 3 Raids bis dahin. Also die schaffen wir definitiv, aber halt wollte ich gerne auch den 1 von 10 Etage im Dämonenportal haben. Und das weiß ich nicht, ob ich das jetzt hier noch schaffe bei dem Dornenreich. Das aber dazu, und das ist halt dementsprechend halt sehr schön, dass wir jetzt diese Events halt auch haben, ne, mit der Fortress Festivity, mit dem Witches Dance, mit dem Epic Event, ja, und wir haben ja auch nochmal Pilzaktionen, ja, und übrigens ja auch Piecework Party, ne, also hier Akkord-Abenteuer, das heißt, es lohnt sich definitiv, jeder kann 300 Alu spielen, jeder Free-to-Play-Spieler auch, das ist halt auch ein geiles Event, ne, also deshalb umso schade, dass ich einen Tag schon verpasst habe davon. Ja, last but not least, Server 23, ja, da ist halt auch schade, dass ich genau hier, wo ich nicht so viele Pilze auf dem Char zur Verfügung habe, jetzt auch dieses kostenfreie Abenteuer nicht mitgenommen habe. Das wäre schon relativ wichtig gewesen. Hier kann ich jetzt auch, hier bin ich aber ein bisschen drauf angewiesen, Tränke zu finden, tagsüber. So. Gerade kein Kampf da. Guildpad können wir hier gleich mal machen, bevor ich das noch vergesse. Ja, genau, weil hier auch der Daily Login natürlich mir auch sehr wichtig ist. Habe ich den auch verpasst, ist auch sehr schade. Aber so ist es halt, ich kann es nicht ändern. Wir sind erstmal auf Stand, das sind alle Server. Ich habe hier jetzt noch W55 im Prinzip. Da spiele ich halt gar nicht mehr. Ich habe hier noch ein paar Pilze auf dem Char. Da überlege ich einfach zu sagen, dass wir mal alle bei dem Pilzspieler einsetzen und entweder es wird verdoppelt oder ich verliere alles so. Irgendwie so eine Hauruck-Aktion. Ja, so ist der Plan. Und ach so, genau, was ich auch jetzt zum Schluss einfach noch sagen werde, also die es wirklich wissen sollten, die jetzt auch zum Ende noch gucken, kriegen die Info mit. Ich habe nochmal 2 Codes zur Verlosung, das sind 50 und 100 Lucky Coins. Und die verlose ich entweder, wenn ich es schaffe, heute in einem Livestream, wenn ich irgendwie Livestream kann heute Abend. Falls ich das nicht schaffe, verlose ich die morgen in einem Video, da werde ich die definitiv quasi einblenden, also da First Come, First Serves, sodass man Lucky Coins abgreifen kann, wenn man das möchte. Ja, die Info habt ihr jetzt auch nochmal von mir bekommen, wenn auch erst am Schluss. Das war nicht der beste Zeitpunkt, aber die es verdient haben mit der Info, die sollten sich das Video immer ganz angucken, ne? Genau. So, das wäre es jetzt im Total zu allem, zur Server-Rundschau, was mich betrifft, zu den Events, was die Pläne sind. Und die Nase ist schon wieder zu. Ja, als wäre sie mit Komponentenkleber dicht gemacht worden. Ja. Deshalb würde ich sagen, haut erstmal rein. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht Tschüss und Servus, euer Basti.